Okay, also der Titel, der war beeindruckend lang. Ich habe einfach die kürzere Fassung genommen, was ist die geeignetste Vertragsform? Und das Bild symbolisiert, dass jedes Projekt eigentlich ein Sprung des Glaubens ist, ein Sieg des Hoffnungs über den Vernunft, weil du fängst eine Reise an, du weißt nicht, wo du ankommst, du weißt nicht, ob du wirklich das bekommst, was du dir erhoffst. Paar Wörter über mich, also ein paar Gesichter habe ich gekannt. Also was mir sehr erfreulich ist wie viele Gesichter ich nicht kenne. Also das heißt, die agile Bewegung in der Schweiz, die wird immer größer und immer breiter. Da bin ich im Einsatz letzten Herbst in Sri Lanka. Das war ein Product Owner Kurs und das ist eigentlich mein Tagesberufung. Das heißt, ich bin Scrum Trainer, ich gebe Kurse hier in Zürich, ich gebe Kurse für Firmen und gegebenenfalls mit angehenden Scrum Trainer diverse Orten in der Welt. Was mich wirklich beflügelt momentan ist meine Arbeit in die sogenannte persönliche Agilität, Personal Agility. Das ist, sage ich mal, ein Cousin von Scrum. Es geht um die Frage, was ist wirklich von Bedeutung, also dass du dein Leben so führen kannst. Und ich merke, also das kann Wunder für die Leute machen. Und mein Hauptbeschäftigung momentan ist diese Botschaft in die Welt zu bringen. Ich habe ein paar andere Projekte, also das World Agility Forum. Wir feiern die erfolgreichen Einsätze von Agilität und wir fördern auch ein aktives Gespräch über die Herausforderungen von Agilität, vor allem auf Unternehmensniveau. Warum ich hier bin? Ich habe letzten Herbst habe ich ein Buch geschrieben, 10 Agile Contracts. Das basierte auf einem Artikel, die ich vor 10 Jahren geschrieben habe und irgendwie, also es war damals sehr einflussreich, aber es ist der Zeitung, wo ich es veröffentlicht hatte, ist leider vom Netz verschwunden und diverse Leute haben mich gebeten, das dann irgendwie wieder irgendwo zu veröffentlichen. Und ja, es hat sich eine Gelegenheit gegeben letztes Jahr und ich hatte schon ein Buch angefangen und irgendwie habe ich meine Wörter dann in Buchform rausgedrückt und ja, da muss es dann irgendwie vollständig sein. Und so ist es mein erstes fertiges Buch geworden. Und vieles, was wir heute erfahren, das kommt eigentlich aus dem Buch. Also mich würde es interessieren, also wer ist heute in unserem virtuellen Raum sozusagen? Ich habe da ein paar Möglichkeiten da eingetragen, also vielleicht, ob du eher der Einkauf oder Sourcing oder Beschaffung bist. Ich glaube, was am einfachsten ist, pick die Stichwörter, die am ehesten zu dich passen und tu sie einfach in den Chat. Okay? Bist du eher auf der Leistungsbezugerseite oder der Leistungserbringerseite? Also wie siehst du das? Arbeitest du in der Entwicklung? Das heißt, produzierst du effektiv Code? Bist du an einem Scrum-Team? Bist du ein Stakeholder? Okay, ich sehe ein paar Scrum Masters, Agile Coach, oh, ein Stakeholder. Verkauf, Entwickler, bei Hermes, ICT-Strategie und Digitalisierung, das klingt nach Stakeholder. Okay. Software Engineering, Anbieter, okay, gut. Architektur, das könnte Team, das könnte auch Stakeholder sein, je nachdem. Oh, Agile Evangelist, das klingt gut. Testing, also es ist gut zu wissen, dass das Code, also das etwas getestet wird. Es ist sehr lustig, wie häufig man kommt in einen Raum voller Leute, die Scrum machen sollen und man hat keinen einzigen Tester im Raum. Und man stellt sich, ja, wie soll das dann gehen? Okay, cool. Ein Leistungsbezieher, fantastisch. Ist jemand so wirklich in der Einkauf? Also das hat vorwiegend mit Verträgen zu tun. Okay, das ist irgendwie beruhigend, weil es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man Leute vom Fach hat, die mehr darüber wissen als ich. Aber ich werde da trotzdem mal versuchen, hier mein Bestes zu geben. So, schauen wir da ein bisschen weiter. Kennt ihr dieses Programm? Ist das ein Begriff? Hello World? Das ist ein sehr einfaches Programm. Du rufst es auf und es drückt Hello World in die Sprache deiner Wahl. Und das verlangt einen Test, also wie einfach ist eine Programmiersprache, wie viel Zeilen Code brauchst du für Hello World. Es braucht so ein minimalistisch, wenn du Hello World ausdrücken kannst, dann hast du die Basis, dass du weitermachen kannst. Und gerade wenn man eine komplexe Architektur hat,
dass diese komplexe Architektur Hello World ausdrücken kann, ist schon ein Schritt vorwärts. Also in unserem Fall Hello World ist ziemlich einfach. Und ich habe eine Frage. Also wir haben eine gute Durchmischung von Leuten. Ich habe eine Frage. Um einen Vertrag abzuschließen, nur der Vertragsteil. Okay? Ich will nicht so viel Zeit in das Thematik, also wie viel von der Analyse, von der effektiven Anforderung, also wirklich nur das Vertragsteil. Also tun wir so, als ob es einfach Hello World wäre. Wie viel Aufwand hat man, um diesen Vertrag zustande zu bringen? Okay, so wir werden in die Breakout Rooms gehen. Wenn man sie nicht kennt, dann kann man sie kurz vorstellen. Und also der Aufwand ist natürlich auf beide Seiten. Man hat den Leistungsbezüger. Früher hat man den Auftraggeber genannt oder Leistungserbringer, der Lieferant oder der Softwareproduzent in Stunden, Personenstunden oder Tage oder Monate. Wie groß ist das Problem? So, was ich machen werde, ist, ich werde euch, wir haben so 25 Leute, also ich glaube, wir machen Chatrooms mit etwa 4 Leuten pro Raum. Ich lasse die Chatroom 4 Minuten laufen, okay, das heißt, es wird ein Countdown-Zähler von 4 Minuten geben. Dann kriegt ihr eine Warnung, dass es doch noch 60 Sekunden gibt, wenn die Chatrooms geschlossen werden. Wenn du diese Antwort siehst, also wenn du diese Warnung siehst, bitte deine Antwort in den Chat schreiben, wie viel Aufwand du glaubst, also Erbringerseite, Bezügerseite, und bereite dich vor, also dass ich dich rufen kann, dass du kurz deine Antwort erklärst. Okay? So, ist das alles soweit klar, was wir hier machen wollen? Wie viel Aufwand ist es, den Vertrag abzuschließen? Und übrigens, ich würde euch bitten, also gerade in dieser Zeit, das Video einzuschalten, damit man sich gegenseitig sehen kann. Vielleicht können wir gleich nachher auch ein Selfie machen. Das ist auch immer cool. So, wir gehen jetzt in die Breakout Rooms. Okay, so. Zweimal 2 Stunden, 2 Stunden bis 10 Tage, 3 Tage, 3 Tage. Okay, haben wir eine Antwort pro Gruppe oder ist das eine Antwort pro Person? Das sieht eher aus nach einer Antwort pro Gruppe. So, fangen wir an. Also Manuel Zender, du hast eine sehr große Bandbreite gegeben. Genau. Warum hast du so eine große Bandbreite? Mein Beispiel war, das kann sein von einer E-Mail, 5 Zeilen bei mir, ein kurzer Check beim Kunden und dann ist das gegessen, bis zu halt mehrseitige Dokumente und mehrere Abteilungen, die involviert sind, sowohl bei uns als auch beim Kunden. Die Spannbreite ist gross, finde ich. Also, Okay. ja. Also Walter, du hast geschrieben 3 Wochen. Wie kommst du auf 3 Wochen? Ja, also ganz ehrlich, das habe ich so geschehen von den anderen 2 Kollegen, die da ein bisschen mehr Erfahrung in diesem Bereich haben. Ich persönlich, muss ich zugeben, ich habe keine einfach, in diesem Fall habe ich einfach zugehört. Ich könnte einschätzen, es kommt darauf an, ob man vielleicht so ein Legal Advice bereits schon hat, oder? Wenn ein Berater bereits da ist und vielleicht braucht es, ich schätze, vielleicht nur ein paar Stunden, um den Fall zu erklären. Und dann kann er sich auf verschiedene Vorlagen beziehen. Das kann vielleicht relativ schnell vorgehen, oder? Aber ohne Beratung, ich verlasse mich auf die Experten in unserer kleinen Gruppe, die gesagt haben, das sind 100 Stunden bis 3 Wochen. Vielleicht kann ich helfen, die Frage zu beantworten. Die 3 Wochen, die kamen von mir. Das ist der Case, wo es darum geht, kein weiteres CRM-System zu bauen oder irgendeine andere Commodity, sondern es ist wirklich ein R&D-Projekt. Es ist etwas Komplexes und alleine die Terminologie in der Welt der Komplexität mit dem Kunden so weit zu verstehen gemeinsam, dass man sich überhaupt dahin wagen kann, an irgendwelche Vertragsformen für komplexe Geschichten heranzukommen. Schon alleine das hat mindestens eine Woche gedauert. Und bis wir uns wirklich verstanden haben, wie das funktionieren kann und soll, das ging weitere 2 Wochen und das ist jetzt kein großes Projekt.
Aber da müsste man ja für diese Arbeit schon bezahlt werden, oder? Im agilen Umfeld. Oh, ja, kommt drauf an. Wir haben eine Bierrunde für diese Frage. Well, das ist natürlich die interessante Frage. Also diese Kosten, also irgendwo müssen die Kosten dann abgedeckt sein. Also entweder über die Stundensatz irgendwie oder über die Auftragsmenge oder direkt. Das ist natürlich, also man hat die Ausschreibungsverfahren sehr stark kritisiert, weil die Firmen haben so viel Aufwand in den Auswahlverfahren hineingesteckt, dass also gesamtwirtschaftlich war es eigentlich eine Minus. Also man hat so viel Aufwand, also die bietenden Firmen haben so viel Aufwand investiert, dass der Wert vom Projekt überstiegen würde. Okay, so nehmen wir diese Zahlen zur Kenntnis. Also, wenn wir den agilen Manifest anschauen, und da kommen wir in ein bisschen mehr Detail zurück, also wenn ich rede über was heißt Agilität. Also man merkt, dass das Thema Vertragsverhandlung explizit erwähnt wird. Also wir werten Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Und warum ist das? Und also es gibt diverse Gründe. Die haben auch mit der Flexibilität und die Fähigkeit, das Richtige zu machen. Aber schlussendlich, der Vertrag hat keinen Wert für den Kunden oder den Benutzer, den Nutznießer von unserer Arbeit. Also es ist Aufwand, den wir treiben. Es kann sein, dass es wichtiger Aufwand ist, aber es ist auch potenzielles Verschwendung. Also Arbeit, die uns, also wir haben gesehen, es kann sehr teuer sein, bringt uns aber keinen direkten Mehrwert. Also einen guten Weg, Verschwendung zu identifizieren, würde der Kunden freiwillig dafür bezahlen. Und wir haben gerade gehört, das ist so ein interessantes Thema, also bei der Vertragsverhandlung. Obwohl es Verschwendung sein könnte, warum würde man trotzdem einen Vertrag wollen? Und also wenn ich darüber nachdenke, die Verträge, also wo ich involviert bin, ein sehr wichtiges Thema ist die Kontrolle. Wer hat die Kontrolle über das Projekt? Wer hat die Kontrolle über das Eigentum? Wem gehört was nachher? Man hat das Thema Risikomanagement, Risikoverteilung. Okay? Und meistens ist das also gedacht auf der finanziellen Ebene. Also was passiert, wenn es schief läuft. Wobei man hat auch den normalen Geldfluss. Wie viel wird man bezahlt? Wann wird man bezahlt? Was sind die Erfolgskriterien? Bonus, Malus und so weiter. Was ich interessant finde bei dem Vertrag ist, es kreiert ein neues Wesen. Also wir können eine Kontinuität gewährleisten. Also wenn ich mit einer Person einen Deal abmache, das ist gut, aber wenn die Person wechselt, was passiert mit unserer Vereinbarung? Hingegen mit Verträgen, wir können größere Wesen definieren. Also wir haben ein Team, ist eine Gruppe von Leuten, die kommen zusammen, sie haben eine Identität und Eigenschaften. Wie ist es? Mehrere Teams machen eine Abteilung, mehrere Abteilungen machen eine Division, mehrere Divisionen machen ein Unternehmen. Okay, und diese größeren Wesen, die werden durch den Schriftform zusammengehalten. Natürlich ist es möglich, dass die Leute, also gerade wenn die Personen wechseln, dass es auch einen Kurswechsel gibt bei den jeweiligen, also bei den Vertragsparteien. Und das kann man zumindest eine gewisse Kontinuität gewährleisten, dass man seine Meinung nicht ändert. Ich habe lange übrigens ohne Verträge gearbeitet. Das Thema Compliance, also die Einhaltung der geltenden Gesetze, sprich GRPD, über einen Vertrag kannst du sicherstellen, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um das Gesetz einzuhalten. Und was für mich eigentlich am interessantesten ist, also ich möchte, dass Leute zu guten Ergebnissen kommen. In den Vertrag definieren wir den Spielregeln für ein Projekt. Okay? Und eigentlich diese Spielregeln sollten die Erfolgschancen von unserem Projekt verbessern. Leider habe ich den Eindruck, also mindestens in den meisten Vertragsverhandlungen, wo ich involviert war, dieses Aspekt stand nicht unbedingt im Vordergrund. Und so, geht es ohne Vertrag? Geht es ohne Vertrag? Braucht man überhaupt einen Vertrag? Ich war an einem Meetup in Zürich letzten Sommer von Jacopo Romei und er hat gemeint, ich bin ein freier Mann,
ich mache Vereinbarungen mit anderen freien Männern oder gegebenenfalls freien Frauen und wir haben Entscheidungshoheit. Das heißt, wir können entscheiden und von dem her braucht man fast kein Projekt, keinen Vertrag. Das Problem kommt vielmehr, sobald man einen Chef hat oder man irgendwie in ein größeres Wesen eingebunden ist, weil da kann man nicht so ohne weiteres, also man kann gezwungen sein, seine Meinung zu ändern. Und es sind diese Bereiche, wo die Handlungsfreiheit in der einzelnen Person nicht also eingeschränkt ist. Da ist der Bereich, wo wir eher sagen, wir brauchen einen Vertrag. Also sobald wir mit juristischen Personen zu tun haben, also kann es gut sein, dass man doch irgendetwas braucht. Wie schwer das sein muss, das ist eine andere Frage. So, wir haben aber ein Problem mit Verträgen und das ist also gut, das ist der Scrum User Group Bern. Das ist besonders ein Thema mit öffentlicher Beschaffung, also in Bern. Als Anbieter muss man genau wissen, was man bestellen will, um es bestellen zu können, es bestellen zu dürfen. Also man muss einen Auftrag machen, um XYZ zu entwickeln. Man kann nicht einfach sagen, wir wollen ein Problem lösen. Als Lieferant, man weiß, am Anfang von einem Entwicklungsprojekt, weder der Auftraggeber noch der Lieferant wissen wirklich so genau, was zu machen ist. Und das ist die existenzielle Herausforderung, gerade in der Bereich von Beschaffungswesen, Verträgen ganz allgemein, dass das, was wir nicht wissen und das, was wir im Laufe des Projektes erarbeiten wollen und was wir brauchen, damit wir die Vereinbarung abschließen können. So, was ich anschauen will, also unter diesen Voraussetzungen, ist das Thematik, was ist die richtige Vertragsform für Entwicklungsprojekte? In der Annahme, wir brauchen irgendetwas Schriftliches. Okay? Ich möchte 3 Aspekte anschauen. Das erste sind die Risiken, die einem Projekt zu Fall bringen können. Das zweite, also ich sage es sehr offen und sehr ähnlich, wenn der Umfang im Voraus fest definiert ist, ist es per Definition keinen agilen Vertrag, auch wenn Scrum oder sonst etwas irgendwo drinsteckt. Also eine gewisse Entscheidungskompetenz in dem Projekt ist eine Voraussetzung. Ich erkläre, warum das so ist und auch warum das im Interesse des Auftraggebers ist, dass man den Scope variieren kann. Und schlussendlich, was sollte man in den Vertrag haben? Also ich finde, man sollte das kaufen, was der Lieferant wirklich anbietet. Und das Problem ist, gerade das wollen also viele Firmen nicht einkaufen. Und da braucht es einen besseren Weg. Was ich versuchen werde, ist zu erklären, was der Lieferant wirklich anbietet. Da kann man einen Entscheid treffen, was man machen will. So, und dann schlussendlich, nachdem wir so das Baugerüst gelegt haben, dann schauen wir die verschiedenen Vertragsformen an und schauen, wie sie mit der Agilität zusammenpassen. Ist das gut so? Kann man so weitermachen? Also hoffentlich ein paar Leute da draußen nicken. Ich sehe nur so 4 oder 5 Leute in dieser Darstellung. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr sehen. Das sieht jetzt besser aus. Also wenn man die Kameras eingeschaltet hat, da weiß ich, dass jemand draußen ist und dass jemand lebt und gibt da Bestätigung. Okay, so schauen wir das Thematik, die Risiken an. Kennt ihr den Spruch von Murphy? Alles, was schiefgehen kann, schiefgehen wird. Es gibt viel Diskussionen über, was er wirklich gesagt hat. Aber von der Wissenschaft her wissen wir, alles, was geschehen kann, wird geschehen. Okay, also wenn es nicht geschehen kann, dann gibt es einen Grund, warum es nicht geschehen kann. Und das Problem mit Projektrisiken, also Projekte sind sehr komplex, die sind Herausforderungen und es kann sehr viel schiefgehen. Und wenn wir uns nicht so organisiert haben, dass wir das verhindern, dann werden die Risiken uns zupacken und da werden sie die entsprechenden Konsequenzen, sei das in der Zeit, sei das in den Budgets, sei das in den Funktionsumfang, das wird ganz bestimmt zutreffen. Und so, was ich machen möchte, ist kurz diese Risiken anschauen, sie einen Namen geben, damit man da also vernünftig über sie sprechen kann. Das erste Thema, das Lieferrisiko, Delivery Risk. Werde ich überhaupt etwas bekommen am Ende vom Projekt? Also lustigerweise als Scrum Coach habe ich den Eindruck, das sollte eigentlich kein Problem mehr sein.
Aber wenn ich mit so Leute aus der chefoperativen Ebene, also von Unternehmen, das ist ihr größtes Risiko. Sie beauftragen ein Projekt, und nicht ihr größtes Risiko, ihre größte Angst. Man beauftragt ein Projekt, 6 Monate später oder was auch immer, da ist nichts da. Und sie brauchen das Projekt, damit sie mit ihren Plänen fortsetzen können. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es eigentlich, also aus dem Projekt sieht, das ist kein Risiko an sich, das ist eher ein Symptom von den anderen Risiken, die irgendwie aus dem Bahn geraten sind. Das Gleiche übrigens gilt für Zeit- und Budgetrisiko. Das sind eben Erscheinungen von anderen Dingen, die schiefgegangen sind. Und wir messen unsere Projekte an Zeit und Geld. Also wenn es zu viel kostet oder zu lange dauert, das ist, was wir merken. Und natürlich, also gerade wenn man in irgendeinem Kreis arbeitet, wo die Öffentlichkeit sich dafür interessieren kann, wenn es schief geht, ist die Öffentlichkeit gnadenlos. Wobei, auch wenn wir in einem weniger öffentlichen Umfeld, also Firmen, die ihre Risiken nicht unter Kontrolle haben, die können auch scheitern an die Nebenwirkungen von falschen Investitionen. Also Umfangrisiko. Also die Idee ist, ich definiere eine Liste von Eigenschaften, die ich haben will, und ich soll dann das bekommen. Die Annahme ist, wer den Auftrag gegeben hat, hat die Lösung so gut ausgedacht, dass er oder sie genau weiß, was zu machen ist. In manchen Kontexten macht es Sinn. In manchen, und wir werden ein paar Beispiele von das, dass man eigentlich, ja, da muss man alles dabei haben. Softwareprodukte gehören eher nicht dazu. Und da werden wir sehen, warum. Und das Thema ist eigentlich vielmehr das Thema Marktrisiko. Wenn wir es bauen, wenn es das Produkt existiert, wird es von seinen Benutzern verwendet, wird es von dem Markt gutiert, wenn es käuflich ist, werden wir Geld daran verdienen. Vielleicht kennt ihr den Begriff einen technischen Erfolg. Was heißt ein technischer Erfolg? Ein technischer Erfolg, die Entwickler sagen, wir haben unsere Arbeit getan, aber die Businessleute, die haben es irgendwie vermasselt und das Produkt ist nie ein Erfolg geworden im Markt. Es gibt natürlich das Gegenteil, das technische Risiko. Ist es überhaupt technisch machbar? Kann man diese Rakete bauen? Wenn wir die älteren Ansätze, wie zum Beispiel Rational Unified Process oder sowas anschauen, man geht davon aus, dass das größte Risiko von einem Projekt das technische Risiko ist. Und wenn wir Projekte aus den 60er und 70er Jahren anschauen, da würde ich es zusagen. Heutzutage, ich glaube, wir haben andere Probleme, die also häufiger Projekte zu Fall bringen als das technische Risiko, zumindest im Softwarebereich. Zum Beispiel das soziale Risiko. Das ist etwas, was die Agilität sehr aktiv und direkt thematisiert, was zum Beispiel bei klassisches Management viel weniger auf dem Radarschirm ist. Können die Leute, die das Produkt bauen, können sie sich einander vertragen? Tun sie gern miteinander zusammenarbeiten? Wenn die Stimmung in dem Team gut ist, dann können die Leute motiviert sein, da kann man Hochleistung erwarten. Wenn die Leute einander hassen und ständig miteinander kämpfen, ja, dann wann werden sie das Produkt entwickeln? Abhängigkeiten. Also Abhängigkeiten ist meistens eine Nebenwirkung von der Architektur von unseren Firmen. Welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten haben wir innerhalb von unserem Team? Wo müssen wir zu einem anderen Team gehen und mit anderen Stakeholders koordinieren oder gar, wo müssen wir mit externen Firmen zusammenarbeiten? Und die Kernfrage ist, wenn wir eine Abhängigkeit haben, da brauchen wir irgendwelche Know-how, irgendwelche Fähigkeit, vielleicht buchstäblich ein Bauteil. Wenn der nicht da ist, dann können wir nicht weitermachen. Stakeholder-Risiko. Also Stakeholder ist ein höfliches Wort für Management, was wiederum ein höfliches Wort ist für Leute, die so wie ein Helikopter also reinhupfen können und alle Annahmen des Projektes in Frage stellen können. Ich habe zum Beispiel bei einer bekannten, ja, ich sage nicht bei was für eine Firma, aber die haben ein Produkt konzipiert und die haben gewisse Annahmen getroffen zu der Hardware-Teil, wie es gebaut werden soll. Die haben 6 Monate daran gearbeitet, um diese Rahmenbedingungen zu erfüllen.
da kommt ein großer Chef und sagt, übrigens, ich möchte diese Annahme verändern, weil, also ich habe meine Meinung geändert oder ich habe mit Joe gesprochen und der hat seine Meinung geändert. Und die Veränderung, der war so grundlegend, man musste die letzten sechs Monate Arbeit wegwerfen. Okay, also dass die Stakeholders, die dann, wie ist das, reinspringen können und wirklich alles aus dem Bahn treiben können. Das ist ein Projekt, ein Risiko, was gerade bei Großfirmen sehr aktiv ist. Und das hat ein bisschen mit dem Thema Veränderungsrisiko, also eine Veränderung ist vielleicht wiederum die Nebenwirkung von die Veränderungen da von den Stakeholders. Man sagt, man will X bauen und dann ändert man seine Meinung und man will etwas anderes bauen. Und wenn ich mit Leuten über die agile Manifest spreche, wir begrüßen Veränderungen auch sehr spät im Projekt. Es gibt Leute, die wirklich den Kopf schütteln und sagen, wie kann das sein? Weil also Veränderungen, die machen uns wahnsinnig. Wir machen nie etwas fertig. Und schlussendlich, ich nenne das ganz höflich Bullshit-Risiko. Tun Sie sich belügen über etwas Wichtiges. Also wenn ihr euch selber die Wahrheit nicht erzählt, dann wie soll das gut gehen? Also ich werde keine Beispiele auf westlichen Ländern, die jetzt an ihre Statistiken über Coronavirus futschen. Aber vielleicht ein Beispiel, oh ja, wir machen Scrum. Ja, gut. Unser Scrum Master ist auch unser Produktowner und wir haben nach wie vor 3 Projekte, die wir gleichzeitig bearbeiten. Und müssen wir etwas fertig machen am Ende von einem Sprint? Oh, das habe ich nicht gewusst. Also man sagt, also, dass man alles so schön Scrum-ähnlichen Namen gibt, ändert nicht an der Tatsache, dass ihr nichts geändert habt. Okay, also also das kann dann auch wiederum eure Projekte zu Fall bringen. Es gibt übrigens andere Risiken. Das sind nur die 10 wichtigsten oder die 10 häufigsten. Für mein Buch habe ich 15. Man findet Listen, die ewig gehen. Wobei ich finde, die meisten, die sind da mehr hergeholt. Also das sind die Risiken, die wirklich, also bei einem Großprojekt, die können euch auf die erste Seite der Blick bringen. Okay, so ich möchte auf das Problem von Fixed Scope eingehen. Warum ist das kein agiler Vertrag und warum? Also gut, vielleicht du sagst, ja, es interessiert mich nicht, ob der Vertrag agil ist, aber es gibt da echte Probleme, die man dabei verhindern will. So, warum ist das? So, vielleicht gehen wir einen Schritt zurück. Was heißt das, agil zu sein? Der Begriff wurde vom agilen Manifest, sehr ein junger Mann da, glaube ich, von agilen Manifest ins Leben gerufen. 17 Softwareentwickler haben festgestellt, dass die gängigen Formen von Führung und Projektleitung, die waren nicht konstruktiv, nicht hilfreich, um Produkte zu erzeugen. Ich habe das sehr bewusst bottom-up eingetragen. Mit der Zeit haben die Firmenleitungen bemerkt, diese Agilität ist irgendwie eine gute Sache. Ich möchte auch agil sein. Team, sei agil, bitte. Firma, sei agil, bitte am Montag. Und das hat so interessante Wirkungen und Nebenwirkungen. Auf Englisch, man nennt das Fake Agile, wenn man hört Dinge so wie Agile is dead oder Softwareentwickler, die Agilität hassen. Meistens hat es mit diesem Top-Down-Shine-Agilität zu tun. Und neulich, also der Steve Denning kommt eigentlich aus der Weltbank. Er ist ein Manager, kein Softwaremensch, kein Entwickler. Er war Leiter von der Weltbank im, glaube ich, südlichen Afrika. Also das ist alles südlich, vielleicht ganz Afrika, bin nicht mehr sicher, mit der Auftrag, die Armut zu bekämpfen. Über eine lange Geschichte ist er auf das Thema Agilität gestoßen, aber geht es an als einen Manager. Und er hat durch seine Beobachtungen von Firmen, also Großfirmen, die versuchen, agil zu sein, es gibt da 3 Gesetze, also 3 Eigenschaften, die alle diese Firmen haben. So, schauen wir die mal an. Manifest für agile Softwareentwicklung wurde 2001 geschrieben. Fast jeder Vortrag, den man hört über die agile Manifest, redet von diesen 4 Welten, Individuen, Interaktionen, über Prozesse und Werkzeuge und so weiter. Vielleicht wirft man einen Blick auf den letzten Satz. Die Sachen auf der rechten Seite haben auch Werte, nicht nur die Sachen auf der linken Seite, aber wir bewerten die linke Seite mehr.
Was Sie aber nicht ansprechen oder selten ansprechen, ist der erste Satz. Und in diesem ersten Satz, da finde ich das agilen Mindset, diese agilen Denkweise. Mit der deutschen Übersetzung bin ich allerdings nicht sonderlich glücklich. Also wir erschließen bessere Wege. Ich denke an irgendeine Baumaschine, die durch den Wald brummelt, um Straßen zu bauen. Das ursprüngliche in Englischen, we are uncovering better ways. Also wir decken auf neue Wege. Also das Metaphor ist eher von einem Archäolog, der so in den Boden grabt und sucht nach Schätzen aus der Erde, aus der Vergangenheit. Also aber trotzdem, dieser Satz mit dem ersten Prinzip von der zweiten Hälfte und unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Wir erschließen bessere Wege, indem wir es selbst tun und andere dabei helfen. Was heißt das konkret? Also, es geht in erster Linie um Lernen. Okay? Wir haben nie den besten Praktiken, wir sind immer auf der Suche nach einem besseren Praktiken. Wir machen es und wir helfen anderen dabei. Also die Zusammenarbeit, Collaboration ist ein Kern von der Agilität. Unsere höchste Priorität, hier haben wir Sinn oder ein Ziel. Also wir finden diese drei Aspekte in der Agilität, also Lernen, Zusammenarbeit und Sinn. So, wie ist das mit dem Management? Also als die Firmenchefs bemerkt haben, diese Agilität ist eine gute Sache. Erste Reaktion, hatten wir gar nichts am Hut. Ihr könntet machen, was ihr wollt, solange dass es mein Bonus nicht beeinträchtigt. Habe x-mal erlebt, also dieses Desinteresse. Fast noch schlimmer war der gegenteilige Reaktion. Das ist wunderbar, mach das. Und dann wird man überhaupt mit Beratern und Consultants und viele Praktiken, manche einfach, manche sinnvoll, manche versteht man nicht, aber vor allem ist so überwältigt. Ich habe einen Vortrag gesehen von einer von den ersten Versicherungen, die Agilität eingeführt hat in der Schweiz. Also es war vom Open her angeordnet. Also das ist so nach 3-4 Jahren agile Transformation. Sie hat einen Vortrag gehalten über ihre Erfahrung. Und ich war so ein bisschen auf der Suche nach, Hinweise für zukünftige Kursen, was soll ich anbieten? Also ich habe ihr gefragt, was war das wichtigste Fortbildung nach deiner Scrum Master Ausbildung? Was war deine wichtigsten, dein wichtigen Kurs, was du besucht hast und die wichtigen Skills, was du gelernt hast? Sie hat mir gesagt, Conflict Resolution. Also wie nennt man das? Also Konfliktlinderung. Ich habe gesagt, wie bitte? Agilität sollte Spaß machen. Warum so viel Konflikt in der Firma? Und ihre Meinung war sehr einfach. Ja, es würde von oben her befohlen. Wenn man Leute zu Sachen befohlen wird, was machen sie? Sie leisten Widerstand. Okay? Und Agilität kann fast nicht von oben her kommen. Also es kommt am besten, wenn es eine Lösung ist für die Leute, die Arbeit machen. Man hat nach dem Namen gefragt und der Gentleman schweigt. So, es war auch nicht meine, also gut, vielleicht war es besser, es war nicht meine Kunde, aber es war eine bekannte Versicherung. So, und es war nicht Eves Versicherung. So, was heißt es für eine Firma, agil zu sein? Also schauen wir, also Steve Denning, zuerst in seiner Fähigkeit als Verwaltungsratmitglied von Scrum Alliance, später auf unabhängig, hat er Firmen zusammengebracht, also wirklich große Firmen wie Microsoft und eine Bank in Schottland und so weiter, eine Autolieferant in Deutschland. Also die waren auf der Suche, agil zu sein. Und sie hatten schon, also auf der strategischen Ebene, haben sie Gedanken dazu gemacht. Was hat denn er gefunden? Das erste nennt er das Gesetz des Kundens. Also man hat einen Fokus auf die Bedürfnisse des Kundens, nicht nur die bestehenden, sondern auch die neuen. Zweitens, das Gesetz des Netzwerks. Es geht darum, dass die Information innerhalb der Firma fließt schnell dorthin, wo nötig. Das heißt, dass man rasch und effektiv sowohl Hindernissen, also
beseitigen kann, oder man kann neue Gelegenheiten ergreifen. Okay? Die Prozesse, die die Firma hat, die sind da, um die Firma zum Wachstum zu verhelfen, nicht um die Firma stark zu machen. Und drittens, die Gesetze des kleinen Teams. Also Jeff Bezos von Amazon, der redet von den sogenannten 2-Pizza-Teams. Also man muss die amerikanischen Pizzas vorstellen, die sind relativ groß. Aber mit den zwei großen amerikanischen Pizzas kann man etwa 8 Leute Abendessen servieren. Okay, und das ist dann so plus minus so weniger als 10 ist der klassischen agilen Faustregel. Und die Idee ist, dass diese kleinen Teams mit all die Fähigkeiten, die man braucht, also mindestens Business und Technologie, die sind effektiv, die können Probleme lösen. Und das sieht man immer wieder in die Firma, die er betreut. Also ich rede fast jede Woche mit Steve. Und also ich war am Anfang von dieses sehr skeptisch. Und dann irgendwann mal habe ich das ein bisschen hinterfragt. Was ist der Vergleich zwischen seinen 3 Gesetzen und das Wesentliche von der agilen Mindset im agilen Manifest? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass sie eigentlich sehr gut miteinander übereinstimmen. Okay, also das heißt, wir haben dieses Konzept von einem Sinn, das ist eigentlich in beide Bereiche, das ist der Kunden. Wir haben das Konzept von Lernen. Also bei Steve, das heißt das Netzwerk, dass die Information rasch fließt und dann am richtigen Ort kommen kann. Und schlussendlich das Konzept von Zusammenarbeit. Und für Steve, das war die kleinen Teams, auch mit den Fähigkeiten, die man braucht, um handlungsfähig zu sein. Okay? Auf diese Art von, um diese Art Agilität zu definieren, es geht nicht um den Praktiken, es geht nicht um die Beratermannschaften, es geht nicht um die fest definierten Rollen, es geht um die Geisteshaltung. So, jetzt kommt die Frage, welche Art von Projekt braucht wirklich dieses agilen Ansatz? Und ich habe 2 Musterprojekte. Das erste, also ich wurde inspiriert von Zurich Cloten vor, ist wahrscheinlich 6, 7 Jahre jetzt. Die haben eine von den Landebahnen saniert und ich meinte auch verlängert. Okay, so wie viel Agilität braucht man das, um die Landebahn zu sanieren? Und eigentlich, das Landebahn kann man sehr genau definieren und mit der politischen Realitäten muss man sehr genau definieren, bevor es gebaut werden kann. Also wir werden nicht mehr, wenn man mit dem Bauen angefangen hat, da wird man nicht mehr diskutieren, ist es die Piste 28 oder die Piste 30 oder die Piste 24, wird es 3000 Meter lang oder 4000 oder 5000 Meter lang. Diese Fragen, die sind alle beantwortet. Okay, und wenn man diese Landebahn baut, im Grunde genommen, jeder einzelne Licht in der Pistenbeleuchtung ist obligatorisch. Also es gibt keine Would-be-nice-Funktionalitäten. Also sicher nicht, wie wir das in der Softwarebereich kennen. Also so von dem her, die Agilität im Sinne von die Flexibilität zu entscheiden, was man baut. Für dieses Projekt braucht man das nicht. Also die Landebahn ist definiert vor dem Baubeginn. Es geht vielmehr darum, dass es fertiggestellt wird, rechtzeitig und schnell, damit der Flughafen seinen Betrieb wieder aufnehmen kann. Ein zweiter Bereich. Stell dir mal vor, du bist Tim Apple oder Herr Samsung oder wie auch immer er heißt. Du hast einen wunderbaren Smartphone, also die du dieses Jahr produziert hast, die verkaufst dich blendend. Nächstes Jahr, was musst du haben? Du musst ein neues Smartphone haben, die so wahnsinnig gut ist, dass deine bestehenden Kunden bereit sind, ihre alte Smartphone wegzuwerfen und einen neuen zu kaufen. Welche Features brauchst du? Welche von diesen Features kannst du wirklich bauen? Das weißt du eigentlich nicht. Das heißt, im Laufe von dem Jahr, was du aber weißt, es muss zum Verkauf stehen für Weihnachten. Weil Weihnachten, das ist die Hälfte von deinem Umsatz, vielleicht 3/4. Wenn es um Weihnachten dieses Jahr nicht vorhanden ist, kann es bis nächstes Jahr warten. Also das heißt, wie ist es? Du musst herausfinden, was das Produkt ist, aber die absolute Rahmenbedingung ist, es muss bereit sein bis Weihnachten. Hier ist die Agilität notwendig, weil du wirst Entscheidungen treffen über das Produkt, um die richtige Mischung zu finden.
Und das wird von einer Kundschaft abhängen, das wird von der Technologie abhängen, das wird von der Wettbewerbslage abhängen. Und wer weiß, also vielleicht der Corona-Lage gibt es dann auch irgendwie neue Features, die man unbedingt haben muss dieses Herbst. Okay? Ein ähnliches Problem ist der Jungunternehmer, der Startup, die irgendwie eine neue App mit einem neuen Geschäftsmodell und irgendetwas auf die Welt bringen kann. Hier hat man ein ähnliches Problem, aber man hat das bestehende Kundschaft nicht. Also man lebt nicht von Umsatz, sondern von Investitionsgeldern. Und das heißt, also das erste Problem, was man hat, ist, man muss eine Existenzberechtigung schaffen. Also man braucht eigentlich Benutzer und viel mehr als zahlenden Kunden. Aber man hat nicht sehr viel Zeit. Das heißt, alle die Problematik, die man hat, mit dem Smartphone zu produzieren, die hat man hier auch. Aber es ist noch eine Nummer extremer. Du musst wirklich schnell etwas produzieren, damit du Bestätigung bekommen kannst vom Markt, damit du deine nächste Finanzierungsrunde bekommst. Auch hier, also ist dieser Bereich, wo eine Entscheidungsfindung im Laufe des Projektes notwendig ist, da brauchst du die Agilität. Weil wenn du einfach stur das machst, was man dir vor 6 Monaten oder einem Jahr gesagt hat, dass du machen musst, da wirst du keinen erfolgreichen Produkt haben. Das Thema Marktrisiko. Also bei den Landebahnen, wie ist es? Also der Risiko, kann die Firma es wirklich bauen, werden sie es wirklich zeitgemäß machen? Die sind im Vordergrund. Bei der Produktentwicklung ist eher das Thema Marktrisiko, was im Vordergrund wird. So, wir unterscheiden zwischen die dreieinhalb Typen von Agilität. Das erste nenne ich nicht agil. Okay? Wir brauchen keinen agilen Vertrag, um die Landebahn zu bauen. Es ist klar, was die Landebahn ist. Also, und der Grund ist sehr einfach. Wir können definieren im Voraus, also vielleicht nicht bis zum 6. Punkt nach der Komma, aber nur bis zum 3., was der Sollzustand ist. Und Änderungen von diesem Zustand sind unwahrscheinlich. Wo die wenigsten Leute Freude haben, ist die sogenannte Scheinagilität oder Fake Agile. Das sieht man immer wieder. Man setzt die Namen und die Wurzeln und die Begrifflichkeit von Scrum ein, ändert aber nicht an die Arbeitsweise. Vor allem, man hat immer noch diesen Fixed Price, also nicht Fixed Price, sondern Fixed Scope. Man darf an den Umfang nichts rütteln. Man muss alles liefern. Das ist per Definition nicht agil. Steve Denning unterscheidet zwischen operationeller Agilität. Hier geht es darum, dass das Team die notwendige Flexibilität hat, das richtige Produkt zu bauen für den bestehenden Kundschaft. Und das unterscheidet er zu der sogenannten strategischen Agilität. Und die strategische Agilität, das wird relevant bei Startups und das wird relevant bei Firmen, die dann irgendwie in einen Wettbewerb stehen. Man muss nicht nur die bestehenden Kunden entwickeln, man muss auch neue Märkte kreieren und in diese Märkte eintreten. Allerdings, das Risiko ist groß, wenn man das tut. Man könnte jemand dabei kannibalisieren. Und lustigerweise ist es einfacher, jemand anderes den Markt zu kannibalisieren, als seinen eigenen Markt zu kannibalisieren. Also die Anzahl Firmen, die das gemacht haben, sind relativ wenig. Ein Beispiel ist Apple. Als sie die erfolgreichen iPod hatten, also was Musik spielen kann. Und dann ist die Frage, soll der iPhone Musik spielen, ja oder nein? Und die haben gemeint, oh, das könnte den iPod kannibalisieren, also das Ende bedeuten. Und anstelle mit dem iPhone zurückzuhalten, was ihn schwächer gemacht hätte gegenüber den Konkurrenz, die haben gesagt, okay, machen wir das iPhone, das beste iPhone, was wir können. Was wird mit dem iPod passieren, wird passieren. Das ist das Schicksal. So, wir sind bei der diversen Typen von Agilität und wann man Agilität braucht. Das Wesentliche bei der Agilität ist, man braucht die Fähigkeit, seine Meinung zu ändern, was man bauen will, damit man das Richtige bauen kann. Was lustigerweise nicht dasselbe ist, als irgendein Stakeholder kann reinspringen und alles in Frage stellen. Dritter Punkt. Das kaufen, was der Lieferant wirklich anbietet. Und ich finde, also gerade mit einem agilen Team, es gibt ein großes Missverständnis. Also man denkt, man liefert ein Produkt. Was man wirklich anbietet, ist ein Team. Und ich möchte das ein bisschen in Kontext sehen.
dass man, dass man wirklich das kaufen kann, was das Team anbietet. Also wir haben vorher die diversen Risiken erwähnt. Ich möchte dann darauf eingehen, wie Scrum diese Risiken, also wie Scrum mit diesen Risiken umgeht, um sie zu minimieren. Warum rede ich von Scrum? Wie viele von euch machen Scrum? Also das ist vielleicht eine Frage. So, ja. Also also ich sehe einige Leute, die das machen. Also irgendwie 70% der Befragten, also weltweit Befragten, sagen, sie machen Scrum, manchmal in Zusammenarbeit mit anderen Frameworks. Also es ist einfach, dass das, also sozusagen der Ausgangslage. Und auch sehr häufig, man sagt, wir machen Agile und man versteht das als eine Art von Scrum ohne das Branding von Scrum. So, wir fangen mit Scrum an als Referenzimplementierung. Eines, was ich gemacht habe in meinem Buch, ist wirklich auch versucht, wenn du kein Scrum magst, was sind die unterliegenden Herausforderungen, die du angehen musst, damit du andere Lösungen finden kannst, wenn Scrum für euch nicht das richtige Lösung ist. So, schauen wir das klassischen Entwicklungsansatz, also bevor es so Agilität gegeben hat. Wir haben irgendeine Definition am Anfang, nennen wir das eine Vision. Das Ziel ist, ein lieferbares Produkt zu produzieren und zwischendurch haben wir unsere Meilensteine, wo man irgendwie bestätigen kann, dass man auf dem Kurs ist. Und man analysiert die Arbeit, man macht eine sogenannte Work Breakdown Analyse, man macht einen Gantt-Chart und wie ist das? Man produziert diverse Dokumente und immer wieder gibt es da Unterschriften, die sagen, ja, wir können weitermachen. Die Theorie sagt, wenn wir die Meilensteine einhalten, dann werden wir auch das gesamte lieferbares Produkt einhalten. Das Ganze wird ein bisschen komplizierter, weil also ein Problem mit diesem Ansatz ist, dass es ist nicht so klar definiert, was ist der Zusammenhang zwischen der Ergebnisse der Meilensteinen und das Endprodukt. Wenn wir sagen, wir haben ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, das Ganze wird auch ein bisschen komplizierter, weil im Grunde genommen die Entscheidungsfindung, was will man bauen, die hat schon am Anfang stattgefunden. Also bevor man den Auftrag geben kann, man muss klar sein, was man haben will, man muss klar sein, wie viel Geld man bereit ist auszugeben und gegebenenfalls muss man auch den Lieferant, also den Auftragnehmer auswählen. Okay? So, wir haben da einen Entscheid, hier werden wir etwas brauchen. Wir gehen dort dieses Prozess. Man kommt am Ende von diesem Prozess. Die Frage, die man stellt, ist Thema Abnahme. Haben wir das bekommen, was wir bestellt haben? Also die einzelnen Features, die da gelistet sind. Okay, soweit, so gut. Für den Landebahnprojekt ist das auch die richtige Frage. Aber für den iPhone-Problematik oder den Fintech-Problematik, die Frage ist, haben wir den Wert bekommen? Weil die Summe von diesen Features, das ist nicht das gleiche wie das Wert, wie wir haben wollen. Und das heißt, also man ist immer wieder zu Projekten gekommen, die entweder gar nichts geliefert haben oder sie haben etwas geliefert, was nur bedingt die Bedürfnisse erfüllt haben. So, Scrum geht einen etwas anderen Weg. Scrum stellt einfach eine Rahmenbedingung. Der obere Grenze für einen Sprint ist 30 Tage, also Sprints sind immer die gleiche Länge. Mindestens einmal pro Sprint, also mindestens einmal alle 30 Tage, muss das Team eine Version des Produktes produzieren, was getestet oder eingesetzt werden kann. Man nennt das potenziell lieferbar. Also das Problem ist bei vielen Projekten, die sind zu groß und zu komplex, dass man sie in 30 Tagen machen kann, aber man hat trotzdem diese Rahmenbedingung, wir müssen etwas nach 30 Tagen haben. Und was das heißt, ist nach 30 Tagen, wir haben dieses potenziell lieferbares Produkt und da sitzen wir mit den Stakeholders zusammen, also man könnte sagen, den Auftraggeber, vielleicht ist es der Product Owner, also die Leute, die wissen, was wir bauen und warum, vor allem warum wir es bauen und schauen, was haben wir produziert, ist das auf dem richtigen Weg, haben wir neue Erkenntnisse über das Produkt seit das letzte Mal, das wir geplant haben. Man hat ein Review mit den Stakeholdern und zu entscheiden, wie will man die Entwicklung vorantreiben. Also das heißt, die Entscheidungen über das Produkt, was der Produkt sein soll, die sind nie älter als einen Monat. Und hier ist ein Bereich, was man eigentlich
Also in jeder Diagramm, was ich von Scrum gesehen habe, ich habe das noch nicht gesehen, mir wird es erklärt von einem Mitglied der Verwaltungsrat von einer Firma, die bauen, wie ist das, die Anlagen für Skipisten, also die Skiliften. Nach jedem Sprint hat man die Möglichkeit zu überlegen, was bringt Wert. Wie wollen wir unsere Ressourcen diesen Monat einsetzen? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, sowohl Risiken zu verwalten, wie auch den Umfang zu verwalten, wie auch unsere Geldfluss zu verwalten. Alle 30 Tage können wir eine Entscheidung treffen, über was wir bringen wollen. Okay? Und so ist es möglich, dass man sagt, okay, wir werden unseren Plan anpassen, oder es ist möglich zu sagen, wir haben genug entwickelt und wir wollen jetzt freigeben. Okay? Und so die Idee ist, jeden Monat hat man eine potenziell lieferbare Version vom Produkt und nach einer gewissen Zeit hat man eine lieferbare Version vom Produkt. Und das ist interessant, weil das Thema Lieferungsrisiko wird so gut wie eliminiert. Woher wissen wir, dass wir es liefern können? Weil wir es letztes Monat geliefert haben und das Monat davor und das Monat davor. Also auch wenn die Integration ein schwieriges Problem ist, wir haben uns dieses Problem gestellt und jetzt können wir das. Okay? So, die Idee ist, durch diese iterativen Angehensweise, wir können die Lieferungsrisiko so gut wie eliminieren. So, was bietet dir, wenn du einen Leistungsbezuger bist und du arbeitest mit einem agilen Lieferant, was kriegst du eigentlich von ihm? Das Erste, was du kriegst, ist ein Team. Also das besteht aus den notwendigen Kompetenzen, um das Produkt zu bauen, und es besteht auch aus dem Scrum Master, also der dafür gesorgt ist, dass das Team eine gute Leistung erbringt. Okay, und Reto, übrigens zu deiner Frage, ich würde auch sagen, der Eindruck, was ich von deiner Frage bekommen habe, ist, dass dein Scrum Master ein bisschen schwach war, also dass die notwendigen Kanalisierung durch den Scrum Master oder durch den Product Owner nicht stattfindet. Okay, das Zweite, was das Team bietet, ist ein Rahmenwerk, wo man den Umfang, also das Scope und die Risiken verwalten kann. Und man kann bewusste Entscheidungen treffen, wie gehen wir weiter mit der heutigen Situation. Und die Informationen, also heutzutage, die meisten Sprints, die sind 2 Wochen. Für Hardwarebau, Joe Justice empfiehlt sogar einwöchigen Sprints. Also die Entscheidungen, die basieren auf Informationen, die ganz aktuell. Also wir haben ein Rahmenwerk, um das Scope und Risiken zu verwalten. Und schlussendlich, jedem Sprint, wir haben eine Version, womöglich eine Vorversion vom Produkt, die wir entweder benutzen können, verkaufen können oder testen können. Was der Lieferant braucht von den Leistungsabnehmern. Also erstens, man braucht einen kompetenten Produktowner. Okay? Aus der Erfahrung würde ich sagen, Ausbildung ist hilfreich. Man braucht aktiven Stakeholder, die zu den Sprint-Reviews kommen, die Produkte anschauen und gutes Feedback geben. Und schlussendlich eben, das ist, was die Stakeholder machen. Die schauen ein Produkt an und sie helfen dem Team zu identifizieren, was ist das richtige Produkt, die wir bauen können. So, da hätte hier eine Frage geben sollen. So, gibt es da hier noch Fragen? So, wie passen die verschiedenen Vertragsformen zusammen? Okay. Ich habe schon das Begriff Sprintvertrag in den Mund genommen. Das ist ein Begriff, das ist aus meinem ersten Scrum-Projekt entstanden. Es ist eigentlich kein Vertrag im Recht, also es könnte, aber wie ist das? Das war einfach die Arbeitsvereinbarung, die ich als Scrum Master und Vertreter von meiner Firma und dem Product Owner als Vertreter von seiner Firma, die wir miteinander getroffen haben. Gibt es jemand von euch, der mit Hermes arbeitet? Nur so nebenbei. Okay, dieses Bild, wie ist das? Das Teufelsquadrat von Snell heißt das. Das habe ich in einem Hermes-Handbuch herausgefunden. Und wir haben die Qualität, wir haben die Kosten, wir haben die Zeit und wir haben den Umfang. Die Umfang, das sind die Backlog-Einträge, die das Team in den Sprint reingenommen hat und glaubt, dass sie abschließen können.
heutzutage, der Scrum Guide sagt auch, der Sprint hat ein Ziel, ein Geschäftsergebnis, das es erreichen soll. Okay? Und in einem Sprint, die Vereinbarung ist, das Team verpflichtet sich, sein Bestes zu tun, das Ziel zu erreichen, die Vorhersage, also das, was sie meinen, realistisch ist, zu liefern. Und sie verpflichten sich, alle die anderen Rahmenbedingungen einzuhalten. Qualität geht über Definition von fertig, es wird fertig sein. Die Kosten, also das Team hat sich verpflichtet, so und so viele Arbeitsstunden in den Sprint zu liefern, die werden das liefern und nicht mehr. Okay? Und nicht, vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht wesentlich weniger. Die werden nicht ein anderes Projekt in der Zwischenzeit annehmen. Die Zeit ist die Dauer des Sprints. Das Ende vom Sprint, da gibt es mindestens einen, wie ist es? Man nennt das die Increment, dieses potenziell lieferbare Version vom Produkt. Okay? Und man sieht in den Ergebnissen, was fix ist. Das Sprint-Goal wird erreicht, also es ist ein realistischer Goal. Es ist rechtzeitig fertig, das Budget hat man eingehalten, es ist fertig, es ist potenziell lieferbar. Ob man es liefern kann, das ist ein Entscheid vom Produktowner, aber von der Technik aus könnte es geliefert werden. Was aber nicht Teil von der Vertrag ist, ist, dass man genau die Vorhersage, genau die Features geliefert hat wie im Vorhersage. Es kann mehr sein, es kann auch weniger sein. Okay? Und das ist, weil wir Qualität über Umfang bewerten. Warum machen wir das? Weil, wenn wir das umgekehrt machen, das ist dann sehr unberechenbar, was die Konsequenzen sind von Kosten und Zuverlässigkeit, also ob man die Qualität wirklich wieder im Griff kriegen kann. Hingegen, wenn es ein Feature oder zwei fehlt, das kriegt man in den nächsten Sprint hin. Okay? Und so das ist sowas wie der Grundbaustein von einem Sprint. Okay? Was hier nicht empfohlen wird, ist das irgendwie verträglich, das ist ein Fixpreisvertrag, also Fixpreis, Fixumfang. Okay? Also der Umfang kann variieren. Der Grund ist, sobald man das tut, also wenn man das machen würde, dann sagt man, dass Umfang wichtiger ist als Qualität. Und das ist meistens ein Handel mit dem Teufel. Studie von IBM zufolge, ein Team, ein Monat kann genügend Bugs produzieren, um das Äquivalent von diesem Team irgendwo in der Firma für 2 Jahre zu beschäftigen. Also schlechte Qualität ist sehr teuer. Und dafür, in den meisten Fällen will man lieber ein bisschen, ist es besser, weniger Umfang zu liefern und dafür die Qualität einzuhalten. So, was sind die Vertragsformen und wie? Also ich fange an mit den einfachen, also die nicht agil sind. Also im Grunde genommen, alles, was Fixed Price ist nicht, alles, was Fixed Scope ist nicht agil. Also die Idee ist, wir haben schon alles im Voraus definiert. Da gibt es keine Diskussionen mehr oder beziehungsweise es gibt einen aufwendigen, teuren Veränderungsmanagementprozess. Das ist nicht, was mit Agilität gemeint ist. Es gibt ein paar Varianten, also das Bonus-Malus-Klausel. Das hat übrigens sehr gut funktioniert für die Landebahn in Zürich-Kloten. Es funktioniert nur dann, wenn der Auftraggeber wirklich ein Interesse hat, dass das Produkt rechtzeitig geliefert wird. Wenn nicht, dann hat er einen Anreiz, das einfach da hinauszuzögern. Time and Materials with a fixed scope and a cost ceiling, das war mein Projekt für den Bund. Das ist für mich das Böseste aller Varianten. Wenn ich schneller bin, da verdiene ich weniger Geld. Wenn es mir länger dauert, da verdiene ich auch weniger Geld. Also, wobei interessanterweise der Kunde hat das so verstanden, Ziel ist, genau das Budget zu erschöpfen. Also es ist ein bisschen, wie ist das? Man will eine noch stärkere Kontrolle ausüben auf den Auftragnehmer in der einfachen Fixpreis. Eine etwas sanftere Version ist das sogenannte Fixed Profit. Also die Idee ist, man hat einen Stundensatz, bis das Budget erreicht wurde. Wie ist das? Wenn das Budget erschöpft wird, falls es nicht fertig ist, arbeitet man für einen kostendeckenden Stundensatz, aber nicht einen gewinnbringenden Stundensatz. Das hat den Vorteil für den Lieferant, dass wenn es zu Verzögerungen kommt, dass es nicht existenzbedrohend ist. Aber auf der anderen Seite, der Auftraggeber hat relativ wenig Anreiz zu sagen, es ist jetzt fertig, weil die Entwicklungsarbeit ist deutlich günstiger geworden.
Ich sage nicht, dass es einen agilen Vertrag gibt, aber ich habe meine Meinung über potenziell agilen Vertragsformen. Lustigerweise, Time and Materials ist nicht schlecht. Also von dem her, weil das sind keine künstlichen Rahmenbedingungen auf dem Umfang. Das Problem ist, es ist auch kein Risikomanagement in den Vertragsformen. Es wird einfach laufen und laufen und laufen und kostet, was es kostet. Eine Variante davon ist, man setzt einfach ein Kostendach. Okay, und ich finde, man kann eigentlich doch einen Kostendach, also auf einem Projekt setzen. Wenn die Aufwandschätzung realistisch ist, sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn man auch, es stellt aber voraus eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden. Also dieses Thema aktiven Product Ownership, die ist wesentlich. Und eigentlich, also mein Projekten und ich habe sehr gut damit gearbeitet. Wir haben auf dem Papier nach Aufwand gearbeitet, der Kostendach, wir haben berechnet für den nächsten Release, das war meistens 3 bis 4 Monate in der Zukunft. Der Release hat ein Ziel, also und bis zu diesem Budget dürften wir arbeiten. Was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, als es veröffentlicht wurde, ist Money for Nothing Changes for Free. Also die Idee ist, man hat einen etwas variablen Scope. Also es ist fix, aber man kann es verändern. Oder wenn man merkt, dass die Features keinen Wert mehr bringen, der Kunde könnte darauf verzichten. Der Auftragnehmer bekommt eine Entschädigung für den entgangenen Gewinn. Ich habe danach gegoogelt, also als ich das Buch geschrieben habe. Es hat sehr viel Wirbel aufgeworfen, als die Idee vorgeschlagen wurde. Ich habe allerdings nicht sehr viel Hinweise gesehen, dass man es in großem Stil heutzutage umsetzt. Also meistens, man findet bessere Dinge. Also irgendwie die Veränderungen zu machen, ist nicht so ein Problem oder weniger das Problem. Das Geld zurückzugeben, das will die wenigsten, weil das Geld ist sehr schwierig zu bekommen. Also das heißt, auf Kundenseite, wenn man das Geld hat, die man irgendwie ausgeben will, das Changes-Teil, da findet man irgendwie einen Weg, damit das möglich ist. Was ich finde, sehr wenig geschätzt wird, ist ein Sprint hat eigentlich einen fixen Preis. Es hat einen fixen Dauer. Es hat einen fixen Team. Was es aber nicht hat, ist einen fixen Umfang. Das Team tut zwar sein Bestes, um den Umfang zu realisieren, aber der Umfang variiert. Und es muss variieren, weil die Aufgaben, die sind komplex. So, wie kann man das in einem Vertragsform umbauen? Also ich nenne das einfach den Fixed Price Sprint. Das könnte man so den Building Blocks, also Baukisten, könnte man das verstehen. Also die Idee ist von den Lieferanten, man bestellt, wir glauben, dieses Projekt wird realisierbar mit 8 Sprints. Also wir bestellen die 8 Sprints, nach dem 8 Sprints, also vielleicht nach dem 7., da schauen wir, wo wir sind, brauchen wir mehr Geld, wollen wir die Richtung ändern. Was interessant hier ist, also von der Risikoverwaltung her, wir haben in jedem Sprint haben wir dieses Punkt, wo wir einen Entscheid treffen können, wie es weitergehen soll. Und das Budget ist bekannt und begrenzt. Also so von dem her, ich finde, das hat die beste Chancen, also gerade wie ist das, die Quellen aus der Sourcing-Seite, die Beschaffungswesen zu sagen, ja, wir können nicht einen leeren Blankoscheck ausschreiben. Hier ist irgendwie so ein Kompromiss. Man sieht, ja, das Risiko wird verwaltet, die Kosten sind begrenzt. Wir haben eine Obergrenze an dem Risiko. Also das wäre, wenn ich einen Softwareanbieter wäre, würde ich nach diesem Prinzip arbeiten. Meine persönliche Empfehlung. Ich kenne die eine oder die andere Firma, die auch so arbeitet. Und vor allem, je länger man arbeitet mit dem Kunden, und das ist vielleicht auch etwas, was nicht sehr viel Achtung bekommt. Wenn du ein Produkt extern vergibst, das Know-how ist extern. Das heißt, dass das Entwicklungsprojekt endet nur dann, wenn das Projekt stirbt oder wenn es einen Managementwechsel gibt bei der Auftraggeber, der doch mit jemand anderes arbeiten will und das Projekt wird übergeben und dann stirbt der. Okay, also das heißt, solange das Produkt, was das Projekt entwickelt, solange das lebt, da hast du diese Beziehung mit der Firma, höchstwahrscheinlich.
Ich habe gesagt, von der Beschaffungsseite, man soll das kaufen, was der Lieferant anbietet. Okay? Was er bietet an, ist der Team, dieses Risikoverwaltungssystem und eine Gewährleistung, dass er jeden Monat etwas liefert. Was will der Kunde kaufen? Okay? Und also ich habe ein paar Beispiele in dem Buch, ich werde nicht so im Detail hier hineingehen, nur diese Beobachtung von der Elon Musk, er wird wahrscheinlich schneller zum Mond kommen, als er NASA überzeugen kann, dass sie das schaffen. Das heißt, er wird selber seine Rakete bauen und dann wird er Plätze auf den Raketen verkaufen, wenn er es gebaut hat. Und das hat die interessante Nebenwirkung, dass er ist dann Herr der Lage geworden. Es ist nicht mehr der NASA, wer befiehlt. Die NASA ist ein Kunde, die kauft Dienstleistungen ein. Und wenn man bedenkt, gerade wie aufwendig und verschwenderisch die meisten Ausschreibungsverfahren sind, eine andere Alternative wäre zu sagen, okay, was will der Kunde haben? Also anstelle, dass wir viel Papier produzieren für die Auswahlverfahren, wir werden einfach eine erste Version von dem Produkt produzieren, die wir unter Lizenz zur Verfügung stellen können. Man muss natürlich die Vorinvestition tragen können. Und wenn man den Auftrag nicht gewinnt, hat man vielleicht ein gewisses Problem. Gut, so wie es aussieht, das wird für Elon Musk sehr gut ausgehen, weil in 2 Jahren ist er wahrscheinlich der Einzige, der auf dem Mond landen kann. Das ist ein Risiko, aber es ist auch eine Chance. So, ein paar letzte Tipps und dann gehen wir in die Fragen und vielleicht die Bierrunde. Als Leistungsbezuger, also ich finde es durchaus berechtigt zu sagen, wir wollen mit einer Firma arbeiten, die Scrum oder sonst irgendeine Methodik verwendet. Ich finde in jedem Fall, der Auftragnehmer soll den Produktowner zur Verfügung stellen. Der muss 2 Dinge verstehen, das Geschäft, was hier unterstützt werden soll, und er muss seine Rolle als Produktowner verstehen. Das letzte kann man mit einer Ausbildung helfen. Das erste, das ist wahrscheinlich eher eine Erfahrungssache, also und auch eine Frage von Standing in der Firma. Die Rollen soll man also wirklich genau nach dem Scrum Guide schauen und die Rollen dementsprechend definieren. Vor allem, dass der Product Owner wirklich die Entscheidungskompetenz hat, zu sagen, so ist das Produkt. Also wenn er sagt, dass es dann ist oder sie sagt, dann ist es wirklich auch fertig. Gerade wenn der Auftraggeber Safe macht, das könnte ein interessantes Thema sein, weil der Product Owner unter Safe hat nicht so viel Entscheidungskompetenz oder hat eigentlich keine Entscheidungskompetenz. Da musste man eine Person definieren, die wirklich diese Entscheidungskompetenz hat. Ob er firmenintern den Titel Product Owner trägt, ist eine andere Frage. Was man sehen will, ist, dass nach jedem Sprint, dass man eine neue testbare Version zur Verfügung bekommt. Okay? Und man muss auch sehen, das ist auch eine interne Sache, die Stakeholder müssen das Sprint Review besuchen. Also und vielleicht, also je nach Projekt würde man vielleicht sogar die Stakeholder namentlich erwähnen im Vertrag wie andere Projektmitglieder. Man hat das Problem am Ausgang, dass der Umfang muss im Vertrag stehen. Okay, gerade in der öffentlichen Beschaffung ist das ein Thema. Und ich habe keine leichte Antwort auf das Problematik. Es gibt eine ganze Gruppe in der Swiss ICT, die sich um dieses Thema kümmert. Es gibt da auch einen Lean Agile Procurement, der versucht, einen anderen Weg hier zu gehen. Auf der Vertragsebene würde ich versuchen, dem Product Owner die Befugnis zu geben, dass er den Umfang vom Vertrag abweichen darf. Also hier hat man die Rahmenbedingungen, das wollen wir machen, aber Abweichungen sind wie ist das, nach Auftrag vom Product Owner möglich. Ihr seht, worauf es darauf ankommt, dass man einen guten Product Owner hat, dass er seine Rolle versteht, dass er mit den richtigen Energie und Leidenschaft dafür einsetzt. Also ohne einen guten Product Owner habt ihr keine guten Ergebnisse. Ein anderes, was ich empfehle, also der Scrum Master soll dann für den Auftragnehmer arbeiten. Der Scrum Master braucht einen Ansprechpartner beim Auftraggeber, der sich für seine Themen interessiert und die notwendigen Befugnisse hat, Probleme zu lösen. Okay? Ich habe das Chief Impediments Removal Officer genannt. Das ist keine offizielle Teil von Scrum, aber sehr häufig ist es wichtig, einen zweiten Kommunikationskanal zu haben.
Das Allerschlimmste, was man machen kann, ist, dass der Auftraggeber den Scrum Master stellt. Man sagt, wir wollen das unter Kontrolle behalten. Da hat man schon erstens schon die falsche Mentalität. Und der Scrum Master in diesem Fall wird sehr unwahrscheinlich in der Nähe von den Entwicklungsteams sein. Da wir beim Thema Nähe der Entwicklungsteam, ihr seid höchstwahrscheinlich innovativer und günstiger, wenn ihr zusammen seid, physikalisch. Das sieht man also in dem Bereich vom Hardware. Also Joe Justice, er sagt, die Engineering-Team und die Produktionsteam, die müssen im gleichen Raum sitzen. Okay, wenn wir das Product Owner in Zürich haben und der Entwicklungsteam irgendwo in Timbuktu ist, dann muss man damit rechnen, dass man viel reisen muss. Und wenn wirklich, also gerade für diese Digitalisierungsprojekte, ist eine interessante Frage, also ist es eher dieses iPhone-Projekt oder ist es eher der Fintech-App, also wo wir da wirklich innovativ sein müssen. Und je wichtiger die Innovation, umso mehr würde ich euch empfehlen, dafür zu sorgen, dass ihr zusammen an einem Ort sitzen. Entweder beim Kunden oder beim Lieferant, das ist vielleicht weniger wichtig. Ein Kollege von mir, der ist CTO für eine Firma mit Sitz in der Schweiz und ihre Entwicklungsmannschaft in Vietnam. Rahmenbedingungen für ihre Projekte ist, dass der Kunde den Product Owner stellt und der Product Owner verbringt 2 Wochen alle 2 Monate in Vietnam. Okay, gut, das ist ein bisschen auf Eis gelegt wegen Coronavirus, aber die Zusammenarbeit ist, was das dann wirklich möglich macht. So, auf der Leistungserbringerseite, ich finde das allererste Ziel für ein Entwicklungsteam, jeder Sprint will man zuverlässig etwas funktionierendes Produkt liefern. Wenn du das machen kannst, mit der Zeit alle deine anderen Probleme verschwinden. Wenn der Kunde weiß, du willst ihm was bringen, es wird funktionieren, da hast du 90% von seinen Problemen gelöst. Okay? In die Zusammenarbeit, also ich finde, es ist auch hier wichtig, dass man, wenn man sagt, dass wir Scrum machen, dass man Scrum auch einhält. Das heißt, das Sprintziel darf man nicht verändern. Die Stakeholder, Scrum-Team, also inklusive Product Owner, nehmen an jedem Sprint-Review teil. Die Scrum Master und Entwicklungsteam, die müssen auch 100% im Projekt zur Verfügung stehen. Also wenn man Teilzeit arbeitet, da gehen viele Vorteile von Scrum weg. Gut. So, mit dem würde ich sagen, herzlichen Dank. Ich sehe, dass viele Leute jetzt ausklinken. Ich habe da eine kleine Ansammlung an Links, was ich euch in die Chat stellen werde.